Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Vor langer, langer Zeit, vor etwa 2000 Jahren, lebte ein reicher Mann, der eine gute und schöne Frau hatte. Sie liebten sich sehr, doch waren sie sehr traurig, weil sie keine Kinder hatten. Sie wünschten sich so sehr ein Kind, dass die Frau Tag und Nacht dafür betete, aber sie bekamen einfach kein Kind. Vor ihrem Haus gab es einen Garten mit einem Wacholderbaum. An einem Wintertag stand die Frau unter dem Baum, um einige Äpfel zu schälen. Während sie schälte, schnitt sie sich versehentlich in den Finger, und ihr Blut fiel auf den Schnee. Oh, seufzte sie traurig, wenn ich doch nur ein Kind hätte, so rot wie Blut und so weiß wie Schnee. Als sie dies sagte, fühlte sie sich in ihrem Herzen leichter, als wäre ihr Wunsch erfüllt, und sie ging glücklich ins Haus zurück. Ein Monat verging, und der Schnee schmolz. Ein weiterer Monat verging, und alles wurde grün. Die Monate vergingen weiter, und bald begannen die Bäume im Wald zu knospen, und die Zweige wurden dick mit Blättern. Dann fingen die Blumen an zu blühen. Wieder stand die Frau unter dem Wacholderbaum. Es roch so süß, dass ihr Herz sich mit Freude füllte, und sie war so glücklich, dass sie auf die Knie fiel. Schließlich wurden die Früchte rund und fest, und sie fühlte sich froh und friedlich. Doch als die Früchte reif waren, pflückte sie eine und aß sie begierig. Nach dem Essen fühlte sie sich traurig und unwohl. Ein wenig später rief sie ihren Mann und sagte weinend zu ihm: »Wenn ich sterbe, bitte begrabe mich unter dem Wacholderbaum.« Nachdem sie dies gesagt hatte, fühlte sie sich wieder getröstet und glücklich, und innerhalb eines Monats gebar sie ein Baby. Als sie sah, dass das Kind so weiß wie Schnee und so rot wie Blut war, war ihre Freude so groß, dass sie starb. Ihr Mann begrub sie unter dem Wacholderbaum und trauerte tief um sie. Mit der Zeit ließ sein Kummer nach, und obwohl er sie manchmal noch vermisste, konnte er sein Leben weiterführen und heiratete schließlich erneut. Mit seiner neuen Frau bekam er ein kleines Mädchen. Das Kind seiner ersten Frau war ein Junge, der so rot wie Blut und so weiß wie Schnee war. Die neue Mutter liebte ihre Tochter sehr, aber als sie ihre Tochter ansah und dann auf den Jungen blickte, tat es ihr im Herzen weh, zu denken, dass er immer im Weg stehen würde. Sie dachte ständig daran, wie sie all das Familienvermögen für ihre Tochter gewinnen konnte. Dieser böse Gedanke übermannte sie immer mehr, und sie behandelte den Jungen sehr schlecht. Sie schubste ihn herum und schlug ihn, sodass der arme Junge in ständiger Angst lebte und von der Schule bis zu seiner Rückkehr keinen Frieden hatte. Eines Tages rannte das kleine Mädchen in die Vorratskammer zu ihrer Mutter und sagte: »Mama, darf ich einen Apfel haben?« »Ja, mein Kind«, antwortete die Mutter und gab ihr einen schönen Apfel aus der Truhe, die einen schweren Deckel und ein großes Eisenschloss hatte. »Mama«, sagte das kleine Mädchen erneut, »kann Bruder auch einen haben?« Die Mutter wurde wütend, aber sie antwortete: »Ja, wenn er aus der Schule kommt.« Gerade in diesem Moment schaute sie aus dem Fenster und sah ihn kommen, und es schien, als hätte ein böser Geist Besitz von ihr ergriffen, denn sie riss den Apfel aus der Hand ihrer Tochter und sagte: »Du kannst keinen haben, bevor dein Bruder nicht da ist.« Sie warf den Apfel in die Truhe und schloss sie. Der kleine Junge kam herein, und der böse Geist in der Mutter ließ sie ihn süß ansprechen: »Mein Sohn, möchtest du einen Apfel?« Aber sie sah ihn böse an. »Mama«, sagte der Junge, »du siehst so gruselig aus.« »Ja, bitte gib mir einen Apfel.« Plötzlich kam ihr ein schrecklicher Gedanke. Sie wollte ihn töten. »Komm mit mir«,
sagte sie und hob den Deckel der Truhe. »Nimm dir einen für dich.« Als er sich bückte, um ihn zu holen, drückte der böse Geist sie und klatsch! Der Deckel fiel zu und trennte dem kleinen Jungen den Kopf ab. Sie war von Angst erfüllt über das, was sie getan hatte. »Wenn ich nur verhindern könnte, dass es jemand erfährt«, dachte sie. Also ging sie nach oben, nahm ein weißes Taschentuch aus ihrer obersten Schublade, setzte den Kopf des Jungen wieder auf die Schultern und wickelte ihn mit dem Taschentuch ein, damit ihn niemand sehen konnte. Sie setzte ihn in einen Stuhl an der Tür mit einem Apfel in der Hand. Kurz darauf kam die kleine Marleen zu ihrer Mutter, die gerade einen Topf mit kochendem Wasser über dem Feuer rührte. »Mama, Bruder sitzt mit einem Apfel in der Hand an der Tür und er sieht so bleich aus.« Als ich ihn nach dem Apfel fragte, antwortete er nicht, und das hat mir Angst gemacht. »Geh noch einmal zu ihm«, sagte ihre Mutter, »und wenn er nicht antwortet, gib ihm einen Schlag.« Also ging die kleine Marleen zurück und sagte, »Bruder, gib mir den Apfel«, aber er sagte nichts. Dann schlug sie ihn und sein Kopf rollte ab. Sie war so erschrocken, dass sie weinend zu ihrer Mutter rannte. »Oh, ich habe Bruder den Kopf abgehauen«, rief sie, und dann weinte sie und nichts konnte sie stoppen. »Was hast du getan?«, sagte ihre Mutter. »Aber niemand darf es erfahren, also musst du schweigen. Was geschehen ist, kann nicht rückgängig gemacht werden. Wir machen ihn zu Puddings.« Sie nahm den kleinen Jungen, zerteilte ihn, machte Puddings daraus und steckte sie in den Topf. Doch Marleen stand da und schaute zu, weinte und ihre Tränen fielen in den Topf, so dass kein Salz nötig war. Bald kam der Vater nach Hause und setzte sich zum Abendessen. Er fragte, »Wo ist mein Sohn?« Die Mutter schwieg, aber sie servierte ihm einen großen Teller mit schwarzem Pudding, während Marleen weiterhin ohne Unterlass weinte. Der Vater fragte erneut, »Wo ist mein Sohn?« »Oh«, antwortete die Frau, »er ist zu dem großen Onkel seiner Mutter gegangen. Er wird dort eine Weile bleiben.« »Warum ist er gegangen, ohne sich von mir zu verabschieden?« antwortete der Vater. »Nun, es gefällt ihm dort, und er hat mir gesagt, dass er 6 Wochen bleiben würde. Er wird gut versorgt. Ich fühle mich unwohl dabei«, sagte der Mann, »für den Fall, dass etwas nicht stimmt. Er hätte sich von mir verabschieden sollen.« Damit aß er weiter und sagte, »Kleine Marleen, warum weinst du? Bruder wird bald zurück sein.« Dann bat er seine Frau um mehr Pudding und, während er aß, warf er die Knochen unter den Tisch. Die kleine Marleen ging nach oben, nahm ihr bestes Seidentaschentuch aus der unteren Schublade und wickelte alle Knochen, die sie unter dem Tisch fand, darin ein. Sie trug sie nach draußen, während sie die ganze Zeit weinte. Dann beerdigte sie im grünen Gras unter dem Wacholderbaum. Sobald sie dies tat, schien ihr Kummer sich zu heben, und sie hörte auf zu weinen. Plötzlich begann der Wacholderbaum zu schwanken, und seine Zweige bewegten sich hin und her, als würde jemand vor Freude in die Hände klatschen. Dann umhüllte ein Nebel den Baum, und in der Mitte entstand ein Feuer. Aus dem Feuer kam ein schöner Vogel, der hoch in die Luft flog und wunderschön sang. Als er nicht mehr zu sehen war, stand der Wacholderbaum wieder still, und das Seidentaschentuch und die Knochen waren verschwunden. Die kleine Marleen fühlte sich leicht und glücklich, als wäre ihr Bruder noch am Leben. Sie kehrte ins Haus zurück, setzte sich fröhlich an den Tisch und aß. Der Vogel flog davon und landete auf dem Dach eines Goldschmieds, während er sang, »Meine Mutter tötete ihren kleinen Sohn. Mein Vater trauerte, als ich fort war. Meine Schwester liebte mich am meisten. Sie legte ihr Taschentuch über mich,
und nahm meine Knochen, damit sie liegen unter dem Wacholderbaum. Kiewit, Kiewit, was für ein schöner Vogel bin ich! Der Goldschmied war in seiner Werkstatt und machte eine Goldkette, als er den Vogel auf seinem Dach singen hörte. Er fand es so schön, dass er aufsprang und nach draußen rannte, wobei er einen seiner Latschen verlor, als er die Tür überschritt. Aber er lief weiter in die Straße, mit einem Latschen am Fuß und einem Socken am anderen, immer noch in seiner Schürze und mit der Goldkette und der Zange in der Hand. Er stand da und blickte zu dem Vogel auf, während die Sonne hell auf die Straße schien. »Vogel«, sagte er, »du singst so schön. Sing dieses Lied noch einmal für mich.« »Nein«, antwortete der Vogel, »ich singe nicht zweimal umsonst. Gib mir diese Goldkette, und ich werde es wieder singen. Hier ist die Kette, nimm sie«, sagte der Goldschmied. »Sing es einfach noch einmal für mich.« Der Vogel flog hinunter, nahm die Goldkette mit seiner rechten Klaue und landete dann wieder vor dem Goldschmied und sang: »Meine Mutter tötete ihren kleinen Sohn. Mein Vater trauerte, als ich fort war. Meine Schwester liebte mich am meisten. Sie legte ihr Taschentuch über mich und nahm meine Knochen, damit sie liegen unter dem Wacholderbaum. Kiewit, Kiewit, was für ein schöner Vogel bin ich!« Dann flog der Vogel weg und landete auf dem Dach eines Schuhmachers, während er sang: »Meine Mutter tötete ihren kleinen Sohn. Mein Vater trauerte, als ich fort war. Meine Schwester liebte mich am meisten. Sie legte ihr Taschentuch über mich und nahm meine Knochen, damit sie liegen unter dem Wacholderbaum. Kiewit, Kiewit, was für ein schöner Vogel bin ich!« Der Schuhmacher hörte das Lied und sprang auf, rannte in seinem Hemd nach draußen und schaute zu dem Vogel auf dem Dach, während er seine Augen vor der grellen Sonne schützte. »Vogel«, sagte er, »du singst so schön.« Dann rief er seine Frau: »Komm raus! Hier ist ein Vogel. Komm und sieh und höre, wie wunderschön er singt.« Er rief nach seiner Tochter und den anderen Kindern, und sie rannten alle die Straße entlang, um den Vogel zu sehen, beeindruckt von seinen prächtigen rotgrünen Federn, seinem Hals, der wie Gold schimmerte, und seinen hellen, sternförmigen Augen. »Vogel«, sagte der Schuhmacher, »sing dieses Lied noch einmal für mich.« »Nein«, antwortete der Vogel, »ich singe nicht zweimal umsonst. Du musst mir etwas geben.« »Frau«, sagte der Mann, »geh auf den Dachboden. Auf dem obersten Regal findest du ein paar rote Schuhe. Bring sie mir.« Die Frau ging, um die Schuhe zu holen. »Hier, Vogel«, sagte der Schuhmacher, »jetzt sing das Lied noch einmal für mich.« Der Vogel flog hinunter, nahm die roten Schuhe in seiner linken Klaue, kehrte dann auf das Dach zurück und sang: »Meine Mutter tötete ihren kleinen Sohn. Mein Vater trauerte, als ich fort war. Meine Schwester liebte mich am meisten. Sie legte ihr Taschentuch über mich und nahm meine Knochen, damit sie liegen unter dem Wacholderbaum. Kiewit, Kiewit, was für ein schöner Vogel bin ich!« Nachdem er das Lied beendet hatte, flog der Vogel weg. Er hatte die Kette in seiner rechten Klaue, die Schuhe in seiner linken und flog direkt zu einer Mühle, wo er klick, klack, klick, klack, klick, klack machte. Drinnen arbeiteten 20 Müller und machten Lärm, während sie einen Stein zerhackten und Hick-Hack, Hick-Hack, Hick-Hack riefen, während die Mühle weiterhin mit Klick, Klack, Klick, Klack, Klick, Klack arbeitete. Der Vogel landete auf einem Lindenbaum vor der Mühle und sang: »Meine Mutter tötete ihren kleinen Sohn. Einer der Männer hörte auf zu arbeiten. Mein Vater trauerte, als ich fort war. 2 weitere Männer blieben stehen, um zuzuhören. Meine Schwester liebte mich am meisten. Dann hielten 4 weitere an. Sie legte ihr Taschentuch über mich und nahm meine Knochen,
damit sie liegen unter dem Wacholderbaum. Kiewit, Kiewit, was für ein schöner Vogel bin ich. Jetzt war nur noch ein Mann übrig, der arbeitete. Vogel, sagte er, was für ein schöner Song, den du singst. Lass mich ihn auch hören. Sing ihn noch einmal. Nein, antwortete der Vogel, ich singe nicht zweimal umsonst. Gib mir diesen Mahlstein, und ich werde ihn wieder singen. Wenn er mir alleine gehörte, würde ich ihn dir geben, sagte der Mann. Ja, ja, sagten die anderen. Wenn er wieder singt, kann er ihn haben. Der Vogel kam herunter, und alle 20 Müller hoben den Stein mit einem Balken. Dann steckte der Vogel seinen Kopf durch das Loch, nahm den Stein wie eine Halskette um den Hals und flog zurück zum Baum, während er sang: Meine Mutter tötete ihren kleinen Sohn. Mein Vater trauerte, als ich fort war. Meine Schwester liebte mich am meisten. Sie legte ihr Taschentuch über mich und nahm meine Knochen, damit sie liegen unter dem Wacholderbaum. Kiewit, Kiewit, was für ein schöner Vogel bin ich. Als er fertig war, breitete er seine Flügel aus, und mit der Kette in seiner rechten Klaue, den Schuhen in seiner linken und dem Mahlstein um seinen Hals flog er direkt zurück zu dem Haus seines Vaters. Der Vater, die Mutter und die kleine Marleen saßen beim Abendessen. Ich fühle mich so glücklich, sagte der Vater, so erfreut und fröhlich. Und ich, sagte die Mutter, fühle mich so ängstlich, als käme ein großer Sturm. Aber die kleine Marleen weinte nur weiter. Der Vogel flog auf das Haus zu und landete auf dem Dach. Ich fühle mich so glücklich, sagte der Vater, und die Sonne scheint so hell. Ich habe das Gefühl, dass ich einen alten Freund wiedersehen werde. Oh, sagte die Frau, ich fühle mich so ängstlich, dass mir die Zähne klappern, und es fühlt sich an, als würde Feuer durch meine Adern rinnen. Sie riss ihr Kleid auf, während die kleine Marleen in der Ecke saß und mit tränennassen Knien weinte. Der Vogel begann vom Wacholderbaum zu singen. Meine Mutter tötete ihren kleinen Sohn. Die Mutter hielt sich die Augen und Ohren zu, damit sie nichts sehen oder hören musste, aber sie hörte ein lautes Geräusch in ihren Ohren wie einen Sturm, und ihre Augen sahen Blitze wie bei einem Gewitter. Mein Vater trauerte, als ich fort war. Sieh, Mutter, sagte der Mann, die schöne Vogel singt so wunderbar. Und wie warm und hell die Sonne scheint und wie ein köstlicher Duft von Gewürzen in der Luft liegt. Meine Schwester liebte mich am meisten. Dann vergrub die kleine Marleen ihren Kopf in ihre Knie und schluchzte. Ich muss nach draußen gehen und den Vogel aus der Nähe sehen, sagte der Mann. Oh, geh nicht, rief die Frau. Ich habe das Gefühl, als würde das ganze Haus brennen. Aber der Mann ging hinaus, um den Vogel zu sehen. Sie legte ihr Taschentuch über mich und nahm meine Knochen, damit sie liegen unter dem Wacholderbaum. Kiewit, Kiewit, was für ein schöner Vogel bin ich. Als der Vogel dies sang, ließ er die Goldkette fallen, die perfekt um den Hals des Mannes landete. Er ging hinein und sagte: Schau, was für ein prächtiger Vogel. Er hat mir diese wunderschöne Goldkette gegeben, und er sieht selbst so schön aus. Aber die Frau war so verängstigt und beunruhigt, dass sie zu Boden fiel und ihr Haarschmuck von ihrem Kopf flog. Dann begann der Vogel erneut zu singen. Meine Mutter tötete ihren kleinen Sohn. Oh nein, rief die Frau, wenn ich doch 1000 Fuß unter der Erde wäre, damit ich dieses Lied nicht hören müsste. Mein Vater trauerte, als ich fort war. Dann fiel die Frau erneut zu Boden, als wäre sie tot. Meine Schwester liebte mich am meisten. Nun, sagte die kleine Marleen, ich werde auch hinausgehen, um zu sehen, ob der Vogel mir etwas geben wird. Also ging sie nach draußen. Sie legte ihr Taschentuch über mich
und nahm meine Knochen, damit sie liegen unter dem Wacholderbaum. Kiewit, Kiewit, was für ein schöner Vogel bin ich. Und der Vogel ließ ihr die Schuhe fallen. Jetzt fühlte sie sich sehr glücklich und unbeschwert. Sie zog die Schuhe an und tanzte darin herum. Ich war so traurig, als ich herauskam, aber das ist jetzt ganz verschwunden. Dieser Vogel ist wirklich wunderbar und er hat mir ein paar rote Schuhe gegeben. Die Frau sprang auf, ihr Haar stand zu Berge wie Flammen. Dann werde ich auch hinausgehen, sagte sie, um zu sehen, ob es mein Elend lindert, denn ich fühle mich, als würde die Welt zu Ende gehen. Aber als sie nach draußen trat, krachte es. Der Vogel ließ den Mahlstein auf ihren Kopf fallen, und sie wurde totgequetscht. Der Vater und die kleine Marleen hörten den Lärm und rannten hinaus, aber sie sahen nur Nebel und Flammen, die von dem Ort aufstiegen. Als diese verschwanden, stand der kleine Bruder da und nahm den Vater und die kleine Marleen an der Hand. Dann freuten sie sich alle und gingen gemeinsam zurück ins Haus, um sich zum Abendessen zu setzen und zu essen. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.